Willkommen in unser aller Wald. Heute ist hier in Lützerath dezentraler Aktionstag. Zusammen mit Fridays for Future, Ende Gelände und Alle Dörfer bleiben. In über 30 Städten gehen Leute auf die Straße und auch hier in Lützerath haben sich über hunderte Menschen zusammengetan. Alle vereint, dass wir ein gelbes X platzieren, um zu symbolisieren, dass wir Lützerath verteidigen werden. An dem Tag der dezentralen Aktion war es irgendwie richtig schön. Wir sind morgens aufgestanden, die Sonne hat geschienen, die Vögel haben gezwitschert. Übelst am Flüstern. Das war nicht schön, es hat super geregnet. Hi, ich bin Sprosse, mein Pronomen ist sie. Hallo, ich bin Rocco, keine Pronomen. Und wir sitzen hier so ein bisschen und reflektieren den dezentralen Aktionstag, den wir am 8.1. hatten, und wollen mit euch teilen, was an dem Tag eigentlich so passiert ist. Was ist passiert? Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle! Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle! Ein DAX-Konzern mit Dividenden. Wir sind total froh, dass so viele Menschen sich solidarisch mit Luzi lebt gezeigt haben und dass so viele Xe gebaut worden sind oder genau andere Aktionen gestartet worden sind. Wir haben uns den ganzen Tag angeguckt, wie auf Social Media verschiedene Xe geteilt wurden, verschiedene Orte sich mit uns solidarisch gezeigt haben und ja, gemeinsam hier den Widerstand vor Ort supporten, und das hat uns alle ziemlich glücklich gemacht. Damit zum einen aus Solidarität hier stehen. Hallo Lützerath, wir sind hier in Berlin, wir stehen vor der NRW-Landesvertretung. Wir hatten heute eine super Aktion hier mit über 300 Leuten, die hier in Berlin auf der Straße mit euch Solidarität gezeigt hatten. Wir haben an dem Tag auch ganz viele Xe gebaut, einmal hier in Lützi, aber auch mit euch zusammen in dem Livestream. Wir zeigen euch, wie das auch ganz easy von zu Hause aus machbar ist. Du brauchst einmal zwei Bretter dafür. Wir haben uns heute für Nägel entschieden, die gelbe Farbe und den Pinsel. Ja, müsst ihr es anstreichen. Und diese gelben Xe stehen dafür, dass Lützi und keine weiteren Dörfer mehr für Braunkohle fallen dürfen, nicht mehr abgebaggert werden dürfen und auch für Klimagerechtigkeit. Selbst 1,2 Grad Celsius sind für viele Menschen im globalen Süden schon bereits die Hölle. Und ganz, ganz symbolisch haben wir dann auch noch ein riesengroßes X aufgebaut und gemeinsam solidarisch hochgezogen, um ja, hier für den gemeinschaftlichen Widerstand einzustehen. Und zudem ist Richtung Ende des Livestreams, nachdem das ganz große X hochgezogen wurde, auch noch eine weitere spontane Aktion passiert. Und zwar sind Menschen mit ihren Xen über den Wall gelaufen und letztendlich bis zur Abbruchkante vorne hingelaufen, haben da ihre Xe symbolisch aufgestellt dafür, dass sie im Falle der Abbaggerung und der weiteren Zerstörung sich dort aufstellen werden und widerständig da bleiben. Wir hatten auch ziemlich viele coole unterschiedliche RednerInnen, die sowohl vor Ort waren, als uns auch Videobotschaften geschickt haben. Wer war denn zum Beispiel vor Ort, Rocco? Vor Ort waren Sulti, Dina, Lakshmi, Luisa Neubauer, auch Wladimir, der alternative Nobelpreisträger. Diese Grube, dort vor uns, dieses Schandmal, dieses Loch, ist nicht nur ein Loch in der Landschaft, sondern sie ist ein Loch in unserer Kultur. Wo man anerkennt, dass wir uns einreihen in einen Kampf, der schon lange vor uns geführt wurde.
von Schwarzen, von Indigenen, von Communities, von Colors. Klimagerechtigkeit wächst dort, wo wir von ihnen lernen. Klimagerechtigkeit wächst dort, wo wir aus Krisen Mut organisieren. Und auch das ist Handarbeit. As we are fighting against the capitalist and the capitalist system, racism is a product of the system, and capitalism doesn't work without it. No one is illegal, and freedom of movement is a basic human right. Everyone should be free to move and live wherever and however they choose and want. Genau, und sonst online dazu geschaltet oder Videobotschaften hatten wir noch von Juan Pablo Gutierrez, von Ferhat Ali Koçer und von Yankee Rai. Neben dem Livestream ist noch etwas weiteres sehr Erfreuliches passiert. Und zwar wurde ein weiteres Haus und somit auch das letzte unbelebte Haus wiederbelebt. Yay! Um euch die Szenerie vorzustellen, es saßen Menschen auf dem Dach, hatten so Bengalos in der Hand, es waren lila Farben in der Luft zu sehen, Banner wurden runtergeworfen, Tore haben sich geöffnet und sämtliche Menschen sind in den jetzt belebten Haus reingestürmt und haben sich erfreut, das Grundstück quasi wieder zu beleben. Was auch richtig cool ist, dass wir jetzt wieder mehr Räume haben, die uns einfach Wärme spenden und auch wieder Unterschlupf oder beziehungsweise Rückzugsorte für Menschen sind, die sonst gerade bei den kalten Temperaturen doch Schwierigkeiten haben, vielleicht sich warm zu halten. Ja. Du Rocco, jetzt haben wir irgendwie ganz viel über belebte Häuser geredet. Gibt es dann noch neue, die wir noch beleben müssen? Das weiß ich nicht. Das können wir Zachi mal fragen. Scheiße, die Bullen. Fuck. Haben wir noch ein nicht wiederbelebtes Haus da? Keins mehr? Gar keins mehr? Gar keins mehr? Wer hat das letzte Haus wiederbelebt? Hallo, habt ihr das letzte Haus wiederbelebt? Die antworten nicht. Die haben das letzte Haus wiederbelebt. Wenn die Klimagerechtigkeitsbewegung hier wäre, wir würden so den sofortigen Kohleausstieg machen. Aber die wissen, was sie tun. Ich sag mal so, ne? Die haben ein X gemacht, macht auch nicht jeder. Ich habe Respekt für die. Sind nicht alle da, so, sind ein bisschen Otto geworden, aber kommen wieder, wenn es geräumt wird. Haben ein Haus wiederbelebt. Unnormal. Wenn jetzt Ende Gelände da wäre, wir würden so Bagger besetzen. Ist das dieses Lützerath lebt? Unnormal. Dass ich das noch erleben darf. Was besonders cool natürlich auch war einmal die Moderation, die wir an dem Tag hatten. Und zwar einmal in der Kooperation mit Luzi lebt natürlich von unserer Seite, aber auch mit Fridays for Future. Hallo, euch heute hier durch den Tag zu begleiten. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich merke, dass ich manchmal irgendwie so weg bin. Holt euch auf jeden Fall gleich noch mal euer X. Hat irgendwie ziemlich cool geklappt und die Leute sind richtig aktiv dabei geblieben und haben versucht, ihr Bestes zu geben. Ja. Und auch Props an die Technik. Es gab viele Komplikationen, aber es wurde sich sehr bemüht, alles richtig zu machen. Auch dafür wollen wir unseren Respekt aussprechen. Vielen Dank für alle, die sich da beteiligt haben. Es war eine richtig coole Aktion. Es hat total Spaß gemacht, mit Teil davon zu sein. Ach ja, und vergesst nicht euer X. Also kommt nach Lützerath, stellt euer X hier auf und seid Teil des Widerstandes hier vor Ort. Sollen wir noch irgendwie sowas der kapitalistischen Zerstörung Kommt also alle nach Lützerath, die uns gemeinsam der kapitalistischen Zerstörung entgegenstellen. Wir warten auf euch!